Frage, die an mich herangetragen wurde, ist, wann wird Sexualität zu einem Hindernis auf dem spirituellen Weg und wann ist Sexualität oder könnte Sexualität ein Booster, also eine Verstärkung auf dem Weg sein? Eine wichtige Frage, eine Frage, die mich in meinem Leben auch sehr beschäftigt hat. Und ja, wir stellen natürlich solch eine Frage gern buddhistischen Lehrenden, die im tantrischen Buddhismus unterwegs sind. Und ich möchte da mal auf verschiedene Aspekte eingehen. Also so die gern benutzte tantrische Sicht, dass in der spirituellen Vereinigung eine Vertiefung der meditativen Erfahrung und der Erkenntnis stattfinden können, das habe ich nur extrem selten gehört, dass das überhaupt stattfindet, weil die Vorbereitungen dafür, die müssen so tief gehen mit unserer Meditationspraxis, dass eigentlich fast niemand die Voraussetzungen dafür erfüllt, dann so meditieren zu können in der Vereinigung. Jetzt zum Thema Sexualität überhaupt. Ich habe nicht das Bedürfnis, über Sexualität außerhalb einer partnerschaftlichen Beziehung zu sprechen. Das erscheint mir weitgehend reine Bedürfnisbefriedigung. Unter dem Mäntelchen vielleicht einer tantrischen Begegnung tun sich zwei Menschen zusammen und praktizieren dann Sexualität, aber es mangelt in der Tiefe an einem Engagement mit dem anderen und für den anderen. Also ich würde, auch wenn wir zurückgehen jetzt, auch wenn wir geschichtlich zurückgehen und uns vorstellen, wie war denn das früher, als im 8., 9., 10. Jahrhundert in Indien Yogis und Yoginis zusammen Sexualität praktizierten. Das, was wir hören, ist, dass die feste Partnerschaften hatten, Praxispartnerschaften, wo beide praktiziert haben und sich immer wieder getroffen haben, aus ihrer Praxis heraus sozusagen im Retreat, in der Zurückziehung, um dann die Meditation in die Sexualität hineinfließen zu lassen. Ansonsten müssen wir erstmal sagen, in unserer Gesellschaft und für den Normalmenschen ist die sexuelle Anziehung ein ziemliches Hindernis auf dem Weg. Also ist etwas, was viel von unserer Kraft gebunden bindet und gebunden hält. Viel zu viel Aufmerksamkeit geht in Richtung auf Sexualität und ich würde mal sagen, wir haben es damit zu tun, in einer sehr sexualisierten Gesellschaft zu erleben, egal wie prüde die sonst auch ist, aber überall treten uns sexuelle Symbole entgegen und die Pornoszene und so weiter, das scheint ja unglaublich groß zu sein und im Grunde genommen haben Praktizierende heute sehr damit zu tun, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Und wir tun gut daran, unsere Praxis erstmal weitgehend frei zu machen von dieser zwanghaften Sexualität. Also, dass ich lerne, mit meinen Energien zu sein, mit meinen Lebensenergien, die sich auch mal erotisch, sexuell ausdrücken, wo Erregung durch den Organismus fließt, Körper und Geist fasziniert sind und ich lerne dann, mich zu entspannen damit. Also eigentlich lerne ich für mein eigenes Glück verantwortlich zu sein und immer wieder in diese Entspannung hineinfinden zu können, die dann nicht eine sexuelle Beziehung braucht, um quasi eine Abfuhr,
eine Erleichterung der aufgestauten sexuellen Wünsche zu ermöglichen. Damit Sexualität auf dem Weg dann zu einem Booster wird oder zu einer Hilfe, müssen wir die Frage ausweiten. Also ja, Partnerschaften, die auch Sexualität beinhalten, die können wirklich ein Booster auf dem Weg sein, weil sie uns aus der Komfortzone rausholen, weil sie uns in die enge Begegnung hineinbringen, in das Miteinander, dort, wo ich nicht mehr mit meinen wunderbaren Schutzmechanismen durchkomme, sondern in der Begegnung mit der anderen Person meine Muster spüre. Und die andere Person spürt sich auch und es entsteht nicht nur Anziehung, sondern entsteht auch Reibung, es entstehen starke Gefühle und genau da wird mein Hang zum Beispiel zur Abhängigkeit, mich abhängig zu machen oder zum Wegstoßen von zu viel Nähe, all das wird so deutlich. Und mit diesen Prozessen zu arbeiten, mit diesen geistigen Prozessen, das ist ein richtiger Booster für die Praxis. Es besteht jetzt nicht darin, dass in der Sexualität selbst irgendwelche besonderen Erfahrungen auftauchen würden. Die besonderen Erfahrungen, wer dann wirklich üben möchte mit der Dharma-Praxis, mit der Meditationspraxis in der Sexualität, der wird sich bemühen, in der sexuellen Begegnung sehr entspannt unterwegs zu sein. Die erste Grundregel ist, es kommt nicht auf den Orgasmus an. Es kommt nicht auf irgendeinen Höhepunkt an. Es kommt nicht auf irgendwelche Stellungen an, sondern wir üben erstmal totalen Respekt voreinander. Es wird nie irgendetwas erbeten oder gar verlangt, was der anderen Person keine Freude macht oder ja, es wird nie irgendeine Machtposition ausgenutzt, kein Druck ausgeübt. Im Gegenteil, tiefes Einfühlungsvermögen für die Person, mit der wir zusammen sind. Und das Spiel der sexuellen Energien, wenn wir anfangen damit zu praktizieren, ist so, dass die erotische Energie eingeladen wird, auch stimuliert wird, aber wir dann auch damit direkt wieder entspannen können. Also wir lernen es, Wellen in uns zuzulassen, Wellen der Erregung, die sich aber auch wieder auflösen können. Und nicht, weil ein Orgasmus stattgefunden hätte, sondern weil wir uns aus dem Greifen lösen. Also Sexualität wird da unterstützend für die Praxis, wo sie uns ermöglicht, das Greifen nach irgendeinem Ziel oder nach einer Erfahrung direkt auch wieder loszulassen. Und das üben wir. Also im Grunde genommen ist sexuelle Beziehung eine Übung mit der Begierde-Energie ins nicht greifende Gewahrsein zu kommen. Das heißt auch, in der Vereinigung in die Meditation zu gehen, ohne sich weiter zu stimulieren, sondern in die offenen Geistesräume einzutauchen. Und das können wir ja eigentlich nur, wenn wir das auch in der sitzenden Meditation alleine geübt haben. Zu meinen, wir könnten es in der Praxis mit jemandem anders lernen, wenn wir es noch gar nicht selbst erfahren haben, ist vermutlich Selbsttäuschung. Wenn wir die Möglichkeit hätten, mit jemandem zu praktizieren, eine Frau, ein Mann, die sehr entwickelt in ihrer spirituellen Praxis sind, dann könnte das ein bisschen abfärben, könnte uns das helfen. Aber nichts führt um die persönliche Praxis herum. Und die tantrischen sexuellen Beziehungen, die einen Nutzen gehabt haben, sind zwischen Praktizierenden, die den ganzen Tag meditiert haben, die den ganzen Tag praktizieren und sich dann ab und zu, einmal in der Woche, einmal im Monat oder vielleicht auch ein paar Tage hintereinander, auch begegnen, um miteinander in der körperlichen Begegnung zu praktizieren.
aber all das ohne ein Greifen. Also das ist so das Allerwichtigste. Es geht nicht um eine Ekstase. Ja, es gibt natürlich da auch ekstatische Momente, aber genau darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, sie zuzulassen und nicht danach zu greifen, sich nicht zu identifizieren damit und nicht Menschen in die Abhängigkeit von solchen sexuellen Begegnungen hineinzulocken durch irgendwelche Versprechungen, sondern dass alle Beteiligten, also die beiden Partner, dass sie immer freier werden. Also eine gelungene sexuelle Beziehung macht uns eigentlich freier, als wir es vorher waren, freier von unseren sexuellen Impulsen. Wir lernen es besser damit umzugehen, egal ob wir alleine sind oder ob wir zusammen sind. Die Möglichkeit, sofort auf der Stelle zu entspannen und den Geist zu öffnen, ohne weitergehen zu müssen, die eröffnet sich uns. Und die wird uns unser ganzes Leben begleiten und eine extreme Inspiration sein. Und das können wir in der sexuellen Begegnung weiter üben, bleibt uns aber nicht erspart, es auch alleine zu üben. So viel dazu und vermutlich wisst ihr aus der allgemeinen Lektüre, dass in der buddhistischen Tradition es Keuschheitsgelübde gibt, ohne sexuelle Begegnungen. Und das hat auch seinen guten Grund. Es macht das Leben einfacher. Ihr wisst aber auch, dass es Laienpraktizierende gibt, die Familien gründen und natürlich Sexualität praktizieren. Und beides ist gleich gut. Kommt darauf an, was in welcher Lebensphase für uns stimmt. Schlussendlich ist für mich die Frage viel wesentlicher, möchte ich in einer intimen Beziehung leben? Und das würde dann körperliche Begegnung beinhalten. Oder gehe ich den Weg lieber alleine? So ist es vielmehr eine Beziehungsfrage für mich, als eigentlich die Frage nach der Sexualität. Wobei das sexuelle Greifen wie so der Aufhänger ist. Das ist da, wo das Anhaften stattfindet, wo die Faszination für unsere Partner sich zeigt. Sie zeigt sich durch die erotische Bindung, das Verlangen, das sexuelle Verlangen. Und dann gilt es genau das zu lösen. Genau da dieses Verführen wollen, verführt werden wollen, das genau gilt es zu lösen und Wege zu finden, innerlich in uns die Quelle des Glücks zu finden, die völlig unabhängig davon ist, ob wir eine Partnerin, einen Partner haben oder nicht. Darum geht es letzten Endes. Und deswegen ist es für mich eher eine Frage, was bringt das Leben, was klopft an deine Tür? Möchtest du es in dein Leben hineinnehmen als Weg der Praxis? Dann sag ja. Oder wenn du ohnehin alleine lebst, dann sag auch ja dazu. Dann lebst du sozusagen ohne dich weiter entschieden zu haben für eine Weile wie ein Mönch oder eine Nonne. Und praktizierst damit. Und genau diese entspannte Haltung, nicht das eine haben zu müssen und das andere abzulehnen, genau das bringt den Fortschritt. Nicht, dass in der Sexualität selbst eine Qualität innewohnen würde, die etwas ganz Besonderes ermöglicht, was sonst nicht möglich wäre zu erfahren. Soweit ich mich austauschen konnte mit Menschen, die jahrelang im Retreat waren, haben sie, Männer wie Frauen, intensivste Meditationserfahrungen gemacht, die nach Aussage vieler alles übertreffen, was sie in der sexuellen Begegnung bis dahin erfahren hatten. Also man braucht die Sexualität nicht unbedingt als einen Booster für den Weg, aber vielleicht brauchen wir die partnerschaftliche Beziehung oder
dieses mich einlassen können auf jemanden, auch wenn dann weniger Angenehmes in mir oder im anderen auftaucht. Vielleicht brauchen wir das als Booster auf dem Weg. Oder für jemanden, der sehr beziehungsabhängig ist, vielleicht brauchst du lange Phasen des Alleinseins, ohne nach Beziehungen zu greifen. Einfach um zu lernen, mit mir selbst, so in der Tiefe, Frieden zu schließen und dort den Quell zu entdecken, also diese Quelle des Glücks, diese Dimension des Erwachens. Das wären so meine ersten Gedanken zum Thema Sexualität. Das Thema würde sicherlich noch recht viel Aufmerksamkeit verdienen. Aber vielleicht helfen diese ersten Worte ja schon. Also vielen Dank fürs Zuhören.